Elektrizität begeistert mich schon mein Leben lang. Ich habe 2014 begonnen mit der Zoe, mich auf den Straßen zu bewegen und habe 6, 7 Jahre lang gelitten auf den Straßen. Diese Ladeinfrastruktur ist einfach in einem miserablen Zustand. Parkplätze vor den Ladesäulen waren immer belegt oder die Ladesäulen waren ausgefallen. Für mich war klar, die Zukunft wird elektrisch fahren und was es halt noch fehlt, um das ganze Thema in Gang zu bringen, ist einfach die richtige Ladeinfrastruktur. Wir brauchen Millionen von Ladesäulen. Wir brauchen eigentlich auf jedem Parkplatz, wo Menschen sich länger als 20 Minuten aufhalten, brauchen wir Ladepunkte. Und wenn man sich jetzt so eine Parkfläche oder eine Straße vorstellt in einer Stadt und überall stehen Ladepunkte rum, dann müssen diese Ladepunkte ein wunderbares, zeitloses Design haben. Unsere Designphilosophie gründet sich eigentlich auf dem Motto People Focus Design. Also wir stellen eigentlich den Nutzer, wie wir das sagen, oder den Menschen in den Mittelpunkt aller Beobachtungen. Also das ist das Wichtigste. Wir machen natürlich auch Design-Style, dass die Dinge wirklich eine hohe Ästhetik haben, anspruchsvoll sind, super. Aber ich finde immer, das Wichtigste an Produkten ist, dass sie gut funktionieren. Für unsere Auftraggeber Lade ist es besonders wichtig, bei der Säulengestaltung natürlich auf Alleinstellung, Unverwechselbarkeit und Eigenständigkeit zu achten. Wir sind dabei, eine Designsprache für Lade zu entwickeln, sodass der Kunde später auch weiß, wenn er das Produkt kennenlernt, hier bin ich richtig. Und wir müssen natürlich das gesamte Konzept auch für Wallboxen und Ladesäulen so entwickeln, dass das für den User Hand in Hand geht. Und da gehört sehr viel Know-how und Erfahrung dazu. Und das können wir, glaube ich, optimal in diesem Projekt einbringen. Die Fertigungstechnik ist ein ganz wichtiger Aspekt im Design bei der Ladesäule. Das heißt, wie kann ich was herstellen? Und das wiederum ist natürlich ausschlaggebend für die Konstruktion. Und das ist schon eine Herausforderung. Das macht aber auch natürlich Spaß, sich da durchzuwurschteln. Wenn man das auf der Straße sieht, man wird sich umdrehen und sagen, was für ein geiles Teil. Ja, ich muss mir, dann muss ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug kaufen, um es einfach da dran zu hängen. Anders geht das gar nicht.